Ja, so schnell kann es wieder gehen. Hier ist euer Stephan Külgen wieder mit ein paar Infos zu den neuesten Neuheiten. Für Januar und Februar sind traditionell unsere Ankündigungen ein wenig dünner, auch wenn das Paket diesmal vielleicht noch ein Stückchen dünner als sonst ausfällt. Zum einen haben wir noch einiges aufzuholen, zum anderen haben wir aber auch das positive Problem, dass wir aufgrund hoher Nachfrage auch viele Artikel neu auflegen müssen. Dennoch glaube ich und hoffe ich, dass das aktuelle Paket einiges zu bieten hat. Historisches, aber auch eben ein paar neue Lackierungen und auch die ein oder andere Sonderbemalung. Wir hoffen, dass dennoch etwas für jeden dabei ist. Amazing how quickly time does continue to fly. Stephan Külgen here once again with some background information on our latest announcements. New Year usually starts off with a small amount of releases announced for January and February, although this time around the package is again somewhat smaller. On the other hand, we still have a lot to catch up on. On the other side, we have a positive problem that due to high demand, we also need to start new production runs for quite a number of items. Nevertheless, I think and hope that this new release package has little of everything in it. Historic models, some new liveries, and also the occasional special color scheme. We do hope that there is something for everybody. Die jugoslawische JAT oder JAT oder JAT wäre dieses Jahr 75 Jahre alt geworden. Sogar wesentlich älter, wenn man bedenkt, dass der Vorgänger Aeroput bereits 1927 abhob. Zum einen bieten wir aus diesem Anlass ein Modell des Flaggschiffs in den Farben der JAT an. Zum anderen arbeiten wir derzeit an einer A330 der Nachfolgegesellschaft Air Serbia. Beide verbindet zudem noch eine andere Sache, der Taufname. Beide sind nach Tesla benannt, dem Physiker und Erfinder Nikola Tesla, genauer gesagt, nicht der Automarke. The Yugoslav airline JAT or JAT would have turned 75 this year. Actually, its roots go back an additional 2 decades when a first Yugoslav airline was formed as Aeroput back in 1927. On the one hand, we are releasing a DC-10 of the classic JAT. On the other side, we have an A330 in the livery of JAT's successor, Air Serbia. But both are connected through something more, their name. Both are named for Tesla, that is Nikola Tesla, the famous physicist and inventor, not the car brand. Schon oft angefragt, hier nun unser erstes Modell in den Farben der Icelandair. Verschwunden sind der bisher blaue Bauch sowie die gelben Triebwerke. Trotzdem bringt die neue Bemalung etwas Farbe auf die Flotte. 5 unterschiedliche Heckfarben wollen die Naturphänomene Islands symbolisieren. Grün zum Beispiel soll die Nordlichter darstellen. Den Anfang macht TFICE mit den cyanfarbenen Streifen am Leitwerk, der den sommerlichen und lichterfüllten Himmel Islands symbolisieren soll. Often requested, we can now finally announce the first model in the new colors of Icelandair. Gone are the blue belly and the yellow engine nacelles. Still, the new livery adds some new colors to the fleet. 5 variable tail color stripes symbolize different natural phenomenon of Iceland, such as green for the aurora for the Nordic lights. First in line is TFICE with cyan-colored stripe on its stabilizer, which is supposed to represent the summerly bright skies above Iceland. Einige wundern sich, dass plötzlich mehrere 737 MAX-Modelle jetzt gleichzeitig erscheinen sollen, während es eine Zeit lang ein wenig mau aussah und sogar auf die eine oder andere bereits angekündigte MAX-Neuheit länger gewartet werden musste. Das hat durchaus unterschiedliche Gründe, aber einer der Hauptgründe sind einfach kleinere Achterbahnfahrten in den Kapazitäten der unterschiedlichen Produktionslinien. Um ein wenig besser voranzukommen, sind daher einige Projekte zusammengefasst worden. Neben der Icelandair können wir daher auch die Lot 737 MAX 8 in der Sonderbemalung zur Unabhängigkeit Polens jetzt anbieten, aber auch die überaus schicke Sonderbemalung mit den Orcas von Alaska Airlines. Some of you might be wondering why we are suddenly announcing a few new 737 MAX models at the same time, whereas for some time we had barely announced anything new, and also had a couple of MAX models that were running a bit late. There are various reasons for this, but one of the main reasons being a few roller coaster rides in production capacities throughout our various production lines.
To be able to catch up and make most of the available capacities, we have combined different projects into one big run. We can therefore, next to the Iceland MAX 8, also announce the Lot 737 MAX 8 in the special Independence livery, as well as the pretty cool Orca livery of Alaska Airlines. Ähnlich wie bei den 737 MAX-Modellen wurden aufgrund einer Verschiebung in der Fertigung gleich 3 ATR-Modelle in 1:200 ziemlich gleichzeitig fertig. Zum einen eine moderne ATR 72-600 der indischen Alliance Air mit den stilvollen Fensterumrandungen, die man ja auch von der Air India kennt. Und dann 2 bereits seit langem geplanten historische ATR 42er. Hier im Paket in Form der KLM Exel und der ukrainischen Tochter der UTair, erkennbar an der außergewöhnlichen Heckbemalung mit dem Stickmuster. Und noch als kleine Zusatzinfo für die es interessiert, weitere ATRs in 1:200 sind auch bereits für 2023 in Arbeit. Und als zweite kleine Zusatzinfo vielleicht noch, wir arbeiten auch seit einiger Zeit an dem einen oder anderen ATR-Modell in 1:500, also nur zur Vergewisserung, dass wir da diesen Maßstab nicht vergessen haben. Due to quite a few scheduling issues in our various production lines, as also mentioned before while I was talking about the 737 MAX, 3 ATR models in 1:200 scale will be released pretty much at the same time. On the one hand, we have a modern ATR 72-600 of India's Alliance Air with its stylish and quite classic deco frames around the windows. On the other hand, we have 2 historic ATR 42s that we had planned actually for quite some time. One in KLM XL colors, the other in the colors of the Ukraine subsidiary of the Russian UTair. Only the Ukraine branch of UTair had the nice embroidered designs on the tails of its aircraft. And as a side note for those interested in more ATRs, we do have some more planned for 2023 in the 1:200 scale. And also just to assure you, we have been working on new ATR models in the 1:500 scale as well, and hope to be able to announce them soon. But we're just being careful, as some production lines have been impacted more than others. Was ist eigentlich eine C53? Nun ja, grob gesagt ist eine C53 eine zivile DC-3 mit Tarnanstrich. Und sie verfügt auch nicht über die große Frachttür an der Seite wie bei der rein militärischen C47. Das Original zu unserem Modell befand sich 1941 bei Douglas bereits in der Montagehalle, als die Japaner Pearl Harbor überfielen. Nach diversen Einsätzen über dem Atlantik, nach Afrika und auch nach dem Krieg in Dänemark und in den USA erhielt sie durch Vintage Wings aus Ohio ein zweites Leben. Das Vintage Wings Teams macht eigentlich einen coolen Job, ihren selten gewordenen Skytrooper beschäftigt und am Leben zu erhalten, auf Airshows oder eben beim Nachstellen von Einsätzen im Zweiten Weltkrieg, inklusive epochengerechte bekleidete Crew. Besucht doch einfach deren Website für Neuigkeiten um die Beach City Baby und zukünftige Airshow-Auftritte. What is a C-53 Skytrooper? Well, basically it is like a commercial DC-3 in camouflage and does not have the large cargo door on the side as does the purely military C-47. The original was on the assembly line in 1941 when Pearl Harbor was attacked by the Japanese. And following operations across the Atlantic, over Africa, and also after the war in Denmark and the US, she received a second life courtesy of Vintage Wings. The Vintage Wings teams actually does a great job of keeping their Skytrooper alive and busy, attending air shows and taking part in World War II reenactments. Do go visit their website for more history on Beach City Baby and also for updates on where they will be attending. Nun hat auch in Frankreich die fast 60-jährige Geschichte der Transall ein Ende gefunden. Jedoch zuvor erhielt diese
in den 1990er Jahren noch modernisierte C160R noch eine spektakuläre Sonderbemalung, mit der sie noch eine Abschiedstour bestritt. Erstmals wird als neues Bauteil der Betankungsausleger oberhalb des Cockpits in Einzel 200 umgesetzt, ist somit also eine kleine Formneuheit. The next 60-year history of the Transall C160 has now also in France come to an end. But before being retired, this C160R, belonging to the batch of aircraft modernized in the 1990s, was sent on a farewell tour sporting a spectacular special color scheme. Added on this veteran is the refueling boom above the cockpit, first for the Transall in the 1 to 200 scale. So, ich hoffe, ich konnte ein wenig Einblick geben zu der einen oder anderen Neuheit in unserem ersten Neuheitenpaket für 2023. Vielen Dank für euer Interesse. I hope I could give a little background on a few of our new models we have planned for our first release package for 2023. Thanks for tuning in.